Hallo und herzlich willkommen zu Tech Talk, dem Podcast, der die neuesten modernen Technologien beleuchtet und erklärt. Heute tauchen wir ein in die Welt der künstlichen Intelligenz und wie sie unser Leben verändert. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine spannenden Folgen zu verpassen. Bereit für einen tiefen Einblick in die Technologie von morgen? Los geht's! In unserer letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie schnell sich die Welt verändert. Heute möchten wir uns darauf konzentrieren, wie Technologien unseren Alltag beeinflussen und verändern. Schauen wir uns einige Beispiele an. Genau. Denken wir zum Beispiel an unsere Smartphones. Sie sind inzwischen viel mehr als nur Telefone. Sie sind Kameras, Kalender, Navigationssysteme und sogar unsere persönlichen Assistenten. Ja, und das alles in einem kleinen Gerät, das in unsere Hosentasche passt. Aber es gibt auch andere Technologien, die unser Leben revolutioniert haben, wie das Internet der Dinge. Das Internet der Dinge oder IoT verbindet alltägliche Gegenstände mit dem Internet. Dadurch können sie miteinander kommunizieren und Informationen austauschen. Ein gutes Beispiel sind Smart Home Geräte. Mit Smart Home Technologien können wir unsere Thermostate, Lichter und sogar Kühlschränke über eine App steuern. Das macht unser Leben nicht nur bequemer, sondern hilft auch, Energie zu sparen. Richtig, aber es gibt auch Herausforderungen. Datenschutz und Sicherheit sind wichtige Themen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Es ist wichtig, dass wir uns der Risiken bewusst sind. Ein weiteres Beispiel ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Homeoffice und Videokonferenzen sind dank moderner Technologie zur Normalität geworden. Sie ermöglichen flexible Arbeitszeiten und sparen Pendlerzeit. Diese Veränderungen haben auch Einfluss auf unsere Freizeit. Streaming-Dienste haben die Art und Weise revolutioniert, wie wir Filme und Serien konsumieren. Wir haben jetzt Zugriff auf riesige Bibliotheken von Inhalten. Und vergessen wir nicht die sozialen Medien. Sie haben unsere Kommunikation und Interaktionen grundlegend verändert. Wir sind jederzeit mit Menschen auf der ganzen Welt verbunden. Das stimmt, aber es gibt auch Kritikpunkte. Die ständige Erreichbarkeit kann stressig sein und die Flut an Informationen kann überwältigend wirken. Es ist wichtig, eine Balance zu finden. Ein weiterer faszinierender Bereich ist die Gesundheitstechnologie. Wearables wie Fitness-Tracker helfen uns, unsere Gesundheit zu überwachen. Sie motivieren uns, aktiver zu sein und auf unsere Gesundheit zu achten. Außerdem gibt es Fortschritte in der Telemedizin. Patienten können online mit Ärzten sprechen, was besonders in abgelegenen Gebieten von Vorteil ist. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung wird dadurch verbessert. Diese Beispiele zeigen, wie Technologien unser Leben erleichtern und bereichern können. Aber wie du schon gesagt hast, müssen wir auch die Herausforderungen im Blick behalten. Abschließend lässt sich sagen, dass Technologien aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Sie bieten großartige Chancen, erfordern aber auch verantwortungsvollen Umgang.
Nachdem wir die allgegenwärtigen Technologien im Alltag beleuchtet haben, wollen wir uns nun den Chancen der Digitalisierung widmen. Diese beeinflussen, wie wir lernen, arbeiten und kommunizieren. Absolut, ein spannendes Thema. Beginnen wir mit dem Lernen. Digitale Plattformen und E-Learning bieten uns heute die Möglichkeit, Wissen jederzeit und überall zu erwerben. Richtig. Online-Kurse und Webinare sind flexibel und zugänglich. Sie ermöglichen lebenslanges Lernen und eröffnen Menschen weltweit neue Bildungswege. Und denken wir an die interaktiven Möglichkeiten. Lern-Apps und Simulationen machen das Lernen anschaulicher und motivierender. Schüler können in virtuellen Umgebungen experimentieren. Das stimmt, aber nicht nur Schüler profitieren. Auch in der Erwachsenenbildung spielen digitale Angebote eine große Rolle. Sie erleichtern den Zugang zu Fortbildungen und Qualifizierungen. Kommen wir zum Arbeiten. Die Digitalisierung hat hier viele Veränderungen gebracht. Remote-Arbeit ist ein großes Thema. Wir können von fast jedem Ort der Welt aus arbeiten. Diese Flexibilität hat viele Vorteile. Sie ermöglicht eine bessere Work-Life-Balance und reduziert den Stress durch Pendeln. Doch es erfordert auch Disziplin und Selbstorganisation. Ein weiterer Aspekt ist die Zusammenarbeit. Tools wie Cloud-Dienste und Kollaborationsplattformen erleichtern das gemeinsame Arbeiten an Projekten, selbst wenn Teams verstreut sind. Das hat die Produktivität in vielen Unternehmen gesteigert. Doch die ständige Erreichbarkeit kann auch Druck erzeugen. Hier ist ein bewusster Umgang wichtig. Nun zur Kommunikation. Digitale Medien haben unsere Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben, revolutioniert. Soziale Netzwerke und Messenger-Dienste verbinden uns in Echtzeit. Diese Vernetzung überwindet geografische Grenzen und stärkt den Austausch. Menschen mit gleichen Interessen finden leichter zueinander, doch auch hier gibt es Herausforderungen. Genau, denn die Informationsflut kann überwältigend sein. Außerdem müssen wir auf den Schutz unserer Privatsphäre achten und bewusst mit unseren Daten umgehen. Trotz dieser Herausforderungen überwiegen die Chancen der Digitalisierung. Sie bietet uns neue Wege, Wissen zu erwerben, effizienter zu arbeiten und global zu kommunizieren. Wichtig ist, dass wir diese Chancen verantwortungsvoll nutzen und stets offen für neue Entwicklungen bleiben. Denn die digitale Welt entwickelt sich rasant weiter. Welche Vorteile oder Herausforderungen der Digitalisierung im Bereich Lernen, Arbeiten oder Kommunizieren haben Sie persönlich erlebt und wie gehen Sie damit um? Während die Digitalisierung viele Chancen bietet, bringt sie auch einige Risiken und Herausforderungen mit sich. Ein zentraler Punkt ist der Datenschutz. Ja, unsere persönlichen Daten sind wertvoll. Viele Unternehmen sammeln Daten, um ihre Dienstleistungen zu verbessern. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, wer Zugang zu unseren Informationen hat. Genau.
Datenschutzverletzungen können schwerwiegende Folgen haben. Wir sollten darauf achten, welche Daten wir teilen und welche Berechtigungen wir Apps und Diensten geben. Ein weiterer Aspekt ist der Stress, den die Digitalisierung verursachen kann. Die ständige Erreichbarkeit kann belastend sein, besonders wenn Arbeit und Freizeit verschwimmen. Richtig. Viele Menschen fühlen sich verpflichtet, immer online zu sein und sofort auf Nachrichten zu reagieren. Das kann zu einem Gefühl von Überforderung führen. Es ist wichtig, sich bewusst Pausen zu gönnen und digitale Grenzen zu ziehen. Das hilft, den Stress zu reduzieren und eine gesunde Balance zu finden. Neben Stress und Datenschutz ist auch die Abhängigkeit von digitalen Medien ein Thema. Viele Menschen verbringen viel Zeit online, was zu einer Art Sucht führen kann. Das stimmt. Wenn wir unkontrolliert Zeit mit unseren Geräten verbringen, kann das negative Auswirkungen auf unsere sozialen Beziehungen und unser Wohlbefinden haben. Um dem entgegenzuwirken, ist ein bewusster Umgang mit digitalen Medien entscheidend. Wir sollten uns regelmäßig Offline-Zeiten gönnen und Aktivitäten ohne Bildschirm planen. Die Digitalisierung bringt also nicht nur Chancen, sondern auch Herausforderungen. Wichtig ist, dass wir uns diesen bewusst stellen und Strategien entwickeln, um sie zu meistern. Es liegt an uns, verantwortungsvoll mit den Technologien umzugehen. So können wir die Vorteile der Digitalisierung nutzen und gleichzeitig die Risiken minimieren. Damit schaffen wir eine Grundlage, auf der wir die digitale Welt sicher und gesund gestalten können. Welche Strategien habt ihr persönlich entwickelt, um die Herausforderungen der Digitalisierung wie Datenschutz, Stress und Abhängigkeit zu bewältigen und eine gesunde Balance im digitalen Alltag zu finden? Nachdem wir die Risiken der Digitalisierung besprochen haben, ist es spannend zu überlegen, was die Zukunft der Technologie für uns bereithält. Welche Entwicklungen erwarten uns? Eine der aufregendsten Technologien ist sicherlich die künstliche Intelligenz. Sie wird immer intelligenter und könnte viele Bereiche unseres Lebens revolutionieren. Stimmt. KI kann in der Medizin helfen, indem sie Diagnosen schneller und präziser erstellt. Auch in der Bildung könnte sie personalisiertes Lernen fördern. Gleichzeitig wirft die Entwicklung von KI auch ethische Fragen auf. Wie stellen wir sicher, dass KI verantwortungsvoll eingesetzt wird, ohne Menschen zu benachteiligen? Das ist eine wichtige Frage. Transparenz und klare Richtlinien sind entscheidend, um Vertrauen in KI-Systeme zu schaffen und Missbrauch zu verhindern. Ein weiteres Thema ist die Robotik. Roboter könnten in der Produktion oder Pflege eingesetzt werden, um Menschen zu unterstützen und den Arbeitsalltag zu erleichtern. Ja, aber auch hier ist es wichtig, den menschlichen Faktor nicht zu vernachlässigen. Roboter sollten ergänzen, nicht ersetzen. So bleibt der zwischenmenschliche Kontakt erhalten. Neben KI und Robotik spielt auch die Vernetzung von Geräten eine große Rolle. Das Internet der Dinge, IoT, verbindet Haushaltsgeräte, Autos und vieles mehr.
Diese Vernetzung kann unseren Alltag erleichtern, etwa durch smarte Kühlschränke, die automatisch Nachschub bestellen. Doch auch hier gibt es Datenschutzbedenken. Richtig. Mit der zunehmenden Vernetzung steigt die Menge an persönlichen Daten, die gesammelt und verarbeitet werden. Hier brauchen wir sichere Systeme. Die Blockchain-Technologie verspricht mehr Sicherheit und Transparenz. Sie könnte in vielen Bereichen, etwa im Finanzwesen oder bei Lieferketten, für Vertrauen sorgen. Blockchain kann Transaktionen nachvollziehbar und fälschungssicher machen. Allerdings ist sie noch nicht überall etabliert und hat ihre eigenen Herausforderungen. Interessant ist auch die Entwicklung im Bereich der virtuellen und erweiterten Realität. Diese Technologien könnten unser Lernen und Arbeiten verändern. Virtuelle Welten ermöglichen neue Lernerfahrungen und könnten in der Ausbildung oder bei virtuellen Meetings Einzug halten. Sie bieten viele kreative Möglichkeiten. Am Ende ist es wichtig, dass wir die neuen Technologien bewusst und verantwortungsvoll nutzen. Sie können unser Leben bereichern, aber wir müssen die Kontrolle behalten. Die Zukunft der Technologie ist spannend und voller Potenzial. Es liegt an uns, sie so zu gestalten, dass sie unseren Bedürfnissen und Werten entspricht. Indem wir Chancen und Risiken sorgfältig abwägen, können wir die digitale Zukunft aktiv mitgestalten und positiv beeinflussen. Das war unser letzter Podcast zur Zukunft der Technologie. Ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer. Eure Unterstützung und euer Interesse haben uns motiviert, spannende Themen zu beleuchten und Diskussionen anzuregen. Wir freuen uns über eure Kommentare zu den Themen KI, Robotik und IoT. Teilt eure Gedanken und Erfahrungen mit uns. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, abonniert uns, aktiviert die Glocke und gebt uns ein Like. So verpasst ihr keine neuen Folgen. Bleibt neugierig und offen für die Entwicklungen der Technologie. Gemeinsam können wir eine verantwortungsvolle digitale Zukunft gestalten. Bis zum nächsten Mal und nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald. Wir freuen uns darauf, euch in zukünftigen Folgen wieder begrüßen zu dürfen. Bleibt dran und seid gespannt auf neue spannende Themen, die wir für euch vorbereiten. Tschüss. Der Datenschutz. Der Datenschutz ist im Internet sehr wichtig. Viele Menschen kümmern sich heute mehr um den Datenschutz. Die Erreichbarkeit. Die ständige Erreichbarkeit ist für viele Menschen anstrengend. Ohne Erreichbarkeit fühlen sich manche Menschen unsicher. Die Abhängigkeit. Die Abhängigkeit vom Smartphone nimmt jedes Jahr zu. Eine digitale Abhängigkeit kann die Konzentration stören. Die künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen eingesetzt. Manche Menschen haben Angst vor der künstlichen Intelligenz. Die Vernetzung. Die Vernetzung von Menschen und Geräten wächst schnell. Durch die Vernetzung entstehen neue Möglichkeiten.